Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch 10 Tipps geben, mit denen ihr den Klang eures Blockflötenspiels wesentlich verbessern könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Die 10 Punkte, die ich euch heute nennen möchte, sind eigentlich so eine Art Basics oder Dauerbrenner, wenn es um guten Klang geht auf der Blockflöte, um einen schönen Ton. Und trotzdem ist es, glaube ich, gut, sich die nochmal so aufgereiht vor Augen zu führen. Ich stelle immer wieder fest bei meinen Schülerinnen und Schülern, dass bei allen Elementen, die man so beachtet in seinem Blockflötenspiel, also die Kompliziertheit des Stückes, das man spielen will, oder andere Baustellen, an denen man arbeiten möchte, dass dann dieses einfache Pure des Blockflötenklangs so ein bisschen aus dem Fokus gerät und man sich oft gar nicht mehr bewusst auf den Klang konzentriert, sondern auf schwierige Stellen, die man spielt. Aber letztendlich wollen wir ja, dass es schön klingt. Und da ist es einfach jetzt gut, sich nochmal die einzelnen Faktoren klar zu machen, die diesen Klang herstellen. Punkt 1 wäre nun die Vorstellung eures Klanges. Wie soll euer Klang sein? Ihr müsst erstmal wissen, was möchte ich denn haben? Wie soll das klingen, bevor ihr einfach drauf losblast? Denn dann kommt irgendwas bei raus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit nicht zufrieden seid. Also versucht es mal umgekehrt zu machen. Versucht erstmal eine gute Vorstellung davon zu bekommen. Was ist für euch ein schöner Blockflötenton? Dazu würde ich euch raten, euch bewusst Aufnahmen oder auch im Konzert etwas anzuhören mit Blockflöte, euch dann klar zu machen, was höre ich, was den Ton angeht, den Klang, und euch das dann aufzuschreiben. Dazu braucht ihr noch nicht zu wissen, wie ihr das selber umsetzen könnt, sondern einfach erstmal nur hören, fallen euch Dinge auf wie die Emotion des Klanges. Oder viel konkreter, klingen die Töne rund oder scharf? Wie laut oder wie leise spielt der Blockflötist oder die Blockflötistin? Ist es überall gleich oder ändert sich das? Wie ist die Dynamik? Sind die Töne gerade geblasen oder sind sie geformt irgendwie? Entwickelt sich der einzelne Ton von vielleicht etwas leiser zu lauter und wieder leise, oder ist es eher so ein gerades Spiel? Klingt es scharf oder lieblich? Klingt es rund oder dünn? Also was hört ihr und was gefällt euch daran oder was gefällt euch nicht? Also einfach mal viel bewusster zu hören, warum hat jemand einen schönen Klang? Was genau höre ich da? Punkt 2, so banal das klingt, aber ihr braucht ein gutes Instrument. Das heißt, ein Instrument, eine Blockflöte, die in allen Lagen gut anspricht, also sowohl in der Tiefe, dass man da auch wirklich reinblasen kann, als auch in den hohen Tönen natürlich. Ihr müsst euch wohlfühlen mit dem Instrument, es muss gut ansprechen. Also zum Beispiel, wenn eine Blockflöte vom Kauf an schon eine ganz schwierige Höhe hat, dann wird das in der Regel nicht besser, das geht eigentlich nicht. Also die Flöte muss funktionieren. Und ihr müsst auch darauf natürlich einen schönen Klang machen können. Also diese Dinge, die ihr gehört habt. Natürlich braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine Profiflöte, um dann das umzusetzen, was ihr in eurer Aufnahme gehört habt. Aber es muss eine Blockflöte sein, die vernünftig klingt und ja, gut gebaut ist. Punkt 3, und das ist die Basis allen Blockflötenspiels, ist natürlich die Atmung. Also ich habe dazu ja auch schon mal Videos gemacht. Natürlich beim Blockflöte-Spielen ist es wichtig, dass man eine tiefe Bauchatmung anwendet und nicht hier oben zu sehr atmet und verkrampft ist, sondern dass der Ton gestützt klingen kann mit der Atemstütze, also dass man entsprechend tief
einatmet. Und das geht natürlich auch einher mit der gesamten Körperhaltung. Denn wenn ich im Stehen oder im Sitzen richtig atmen möchte, muss ich natürlich auch aufrecht sein. Und das hängt natürlich alles zusammen. Also es ist immer gut, wenn ihr an eurem Atem arbeitet und den kontrollieren könnt. Und das geht eben nur mit einer richtigen Bauchatmung, Zwerchfellatmung, mit gestütztem Atem, weil ihr sonst euren Klang auch nicht wirklich beeinflussen könnt. Der Klang ist dann irgendwie so, wie es rauskommt. Vielleicht ist ein Zittern drin oder er klingt zu dünn. Und das hängt natürlich vor allem zusammen mit der Atemstütze, die unsere Basis ist. Damit hängt auch zusammen, ob ihr eure Phrasen zu Ende spielen könnt und die bis zum Schluss gut klingen. Ja, wenn ich zu hoch einatme und zu ungestützt, dann schaffe ich auch eine Phrase nicht mit derselben Klangqualität. Und hinzu kommt noch, dass ihr ja direkt mit dem Atem mit eurem Instrument verbunden seid. Also es ist eigentlich ähnlich wie beim Singen, dass ihr euch direkt über den Atem ausdrückt. Wir haben dann noch diese Flöte dazwischen statt der Stimme, aber es ist dem sehr ähnlich. Also ich glaube, Franz Brücken hat mal gesagt, dass die Seele des Menschen aus der Blockflöte spricht. Und wenn ich da so bin, dann ist es ein bisschen ängstlich und dann oder zu eng, ja, und dann klingt mein Ton, dann ist mein Klang auch so. Also ihr könnt eigentlich nur wirklich einen schönen Klang machen, wenn ihr die tiefe Bauchatmung anwendet. Und wie die genau geht, das würde jetzt zu weit führen, weil ich euch ja heute die ganzen Punkte erstmal nennen möchte. Aber wie gesagt, ich habe dazu schon mal Videos gemacht und habe euch ja auch erzählt, letzte Woche in meinem Video über meinen Werdegang, dass ich noch zu Anfang meines Studiums wenig Atemstütze hatte. Also das kann jeder lernen. Punkt 4 wären die Finger. Ja, die sind auch mitverantwortlich für den Klang eines einzelnen Tones. Natürlich seid ihr auch damit direkt auf dem Holz oder auf dem Kunststoff der Blockflöte und es ist, ja, also vielleicht ist das Einbildung, aber ich meine, die Luft, die durch die Flöte geht, wirklich spüren zu können in den Fingern, wenn ich die locker drauf habe und habe sogar das Gefühl, vielleicht ist es Einbildung, da müsste man mal einen Blockflötenbauer befragen, dass man den Ton auch quasi wie so kaputt drücken kann, wenn man feste drauf drückt. Wenn ich diese Vorstellung habe, dass meine Finger ganz locker sind und ich dann die Luft durch die Flöte durchgehen lasse, ohne sie zu unterbrechen mit diesem Draufdrücken, dann bin ich ja auch lockerer, dann sind ja auch die Finger lockerer und dann kann ich auch wiederum anders blasen. Dann kann ich auch den Atem fließen lassen und umgekehrt, wenn mein Atem nicht gut sitzt, dann verkrampfe ich vielleicht auch zum Beispiel die Finger. Und so könnt ihr natürlich euren Atem trainieren, das war ja der vorige Punkt, aber ihr könnt auch umgekehrt probieren, durch bewusst lockeres Spiel mit den Fingern euer gesamtes Wohlbefinden und euren Atem wiederum zu beeinflussen. Und das gibt natürlich einen schöneren Klang. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Stellung der Finger auch gut ist. Also das habe ich ja schon in mehreren Videos erklärt. Das könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe angucken. Aber prinzipiell, dass man natürlich, wenn man gut steht, auch die Hände nicht allzu schräg hat. Und ganz wichtig, der linke Daumen, der ja verantwortlich ist für die hohen Töne. Und wenn mein hoher Ton nicht gut klingt, dann kann das an mehreren Faktoren liegen, aber sehr stark auch an dem linken Daumen. Also wenn zum Beispiel euer hoher Ton zwar anspricht, aber er klingt irgendwie zu rauschig, dann könnt ihr in gewissen Grenzen da was dran ändern, indem ihr das Daumenloch weiter zumacht. Und ja, somit haben die Finger ganz direkt auch einen Einfluss auf euren Klang. Bei tiefen Tönen kann es zum Beispiel quietschen oder irgendwie gequetscht klingen, weil man ja buchstäblich quetscht, irgendwie draufdrückt mit den Fingern. Dann kämen wir zu dem 5. Punkt
Und da muss ich euch jetzt mal wirklich Entwarnung geben, denn wenn ihr euch diese schönen Aufnahmen anhört, diese CDs oder im Konzert, wo seid ihr dann im Konzert? In einem schönen Kirchenraum oder in einem Kammermusiksaal, wo die Blockflöte gut klingt. Wenn ihr eine CD hört, ist sie natürlich auch entsprechend in einem guten Raum aufgenommen oder so, der Klang so bearbeitet, dass das gut klingt. Und ihr übt zu Hause in eurem Kämmerlein. Das heißt, ganz viel Einfluss auf euren Klang hat auch der Raum, in dem ihr spielt. Und selbst wenn ihr zu Hause übt, ist es wichtig, dass ihr ab und zu mal in einem Raum spielen könnt, wo es ein bisschen halliger klingt. Also dazu habe ich auch schon mal was erzählt und ich hatte gedacht, im Keller zum Beispiel kann es gut klingen, je nach Keller. Also bei mir klingt es da ein bisschen halliger. Und dann schrieb mir eine Abonnentin, ja, sie übt im Badezimmer, weil das da halliger ist. Es kann auch mal zu hallig sein, aber jetzt um einzelne Töne mal schön zu formen und zu spielen, einfach nur am Klang zu arbeiten, ist das nicht schlimm, wenn es mal zu viel Hall ist. Und ihr könnt es natürlich auch so machen wie mein Schüler Sebastian, der ja in der Tiefgarage übt regelmäßig und da klingt es auch mega. Dann habt ihr das mal erlebt. Das ist ein ganz anderes Spielen. Man kann die Töne viel länger klingen lassen. Man kann sie sozusagen sich vorstellen, die füllen den Raum aus und sind nicht nur hier direkt, wo ich jetzt spiele. Und wenn ihr dann wieder zu Hause übt, habt ihr diese Vorstellung gehabt und dann wette ich, blast ihr anders rein und habt ihr einen besseren Klang. Tipp 6. Wo ist denn der Kern eures Klanges? Sozusagen die Mitte eines Tones, von dem aus ihr dann ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser spielen könnt, aber wo er sich immer wieder einpendelt. Wenn ihr da eben nicht gut aufpasst, kann es sein, dass euer durchschnittliches Lautstärke-Level, sag ich mal, relativ tief ist. Einfach aus Gewohnheit oder aus den vorher genannten anderen Punkten, wie zum Beispiel Atem. Aber dass ihr gar nicht euch auch fragt, wo klingt denn meine Blockflöte am besten? Wo ist der Kern des Tones? Und das müsst ihr einfach mal ausprobieren, indem ihr mal nur einen Ton spielt und den mal von ganz laut nach ganz leise spielt und mal ein bisschen ausprobiert, wo klingt der am besten, wo habe ich das Gefühl, die Blockflöte kommt so richtig ins Schwingen. Also es klingt jetzt komisch, aber man fühlt das, man merkt, wo hat sie ihren Kern. Such mal den Kern des Tones, blas mal so, dass die so richtig knackig und rund klingt. Und das müsst ihr mal ausprobieren, das ist erstaunlich, wo man sich dann, also wie gut man das überhaupt hört und wo man sich dann einpendeln kann. Und das sollte die Basis eures Spiels sein, denn da, wo die Blockflöte diesen Kern hat, da klingt sie am besten. Dann ist die Mittellage schön rund und voll. Die tiefen Töne sprechen an, also überschlagen sich nicht, obwohl ihr mit viel Luft blasen könnt. Und die hohen Töne sprechen auch gut an. Also gerade wenn hohe Töne nicht ansprechen, kann es an diversen Faktoren liegen, wie Daumen und natürlich grundsätzlich der Atem. Aber eben wenn ihr auch so ein durchschnittliches, niedriges Lautstärkeniveau habt, und dann plötzlich Fahrt machen müsstet für den ganz hohen Ton, dann geht das nicht. Und das kann daran liegen, dass ihr nicht wisst, wo ist meine Blockflöte in der Mitte. Dann kämen wir schon zu Punkt 7, nämlich die Mundstellung beim Blockflöte spielen. Die hat einen großen Einfluss auf euren Klang. Ich meine damit die Mundstellung im Rachenraum,
also im Mund drin, jetzt nicht mit den Lippen oder so, sondern innerlich. Und dazu kennt ihr ja schon einige Videos auch von mir. Und da ist es zum Beispiel so, dass ihr bei tiefen Tönen eine schöne, weite, lockere Mundstellung innen drin haben solltet. Und dann könnt ihr nämlich mit viel Luft blasen, ohne dass das den Ton kippen lässt, weil ihr einfach hier offen und locker seid. Und für die hohen Töne gilt genau das Umgekehrte. Da brauche ich eine enge Mundstellung und kann dann auch mit einer gewissen Geschwindigkeit blasen, ohne dass der Ton zu laut und zu hässlich wird. Das heißt, diese Mundstellung hat einen riesen Einfluss auf euren Klang. Will ich schöne, volle, runde, tiefe Töne? Oder will ich, dass es so ein bisschen dünn klingt? Oder will ich einen hohen Ton, der fokussiert ist und schön klingt? Weil, also das stelle ich immer wieder fest, dass manche Spielerinnen und Spieler schon davon ausgehen, dass so ein hohes F zum Beispiel auf der Altblockflöte oder das hohe C, wäre das auf der Sopran, gar nicht schön klingen kann. Dabei ist das schon der Fall und die Mundstellung hat da einen riesen Einfluss. Also beachtet mal eure Mundstellung, was ihr eigentlich macht. Ja, und wir kommen zu Punkt 8 und natürlich sind alle diese 10 Punkte miteinander verknüpft. Aber trotzdem ist es ja vielleicht gut, den Zusammenhang nochmal zu sehen und vielleicht zu sagen, ich konzentriere mich mal auf einige von diesen Punkten oder nur auf einen. Und so ein Punkt wäre eben auch dieser, nämlich die Artikulation, also der Beginn des Blockflötentones, den ich ja mit Dü oder Tü oder irgendeiner anderen Artikulationssilbe beginne, damit er überhaupt deutlich klingt. Wenn ihr da nochmal euch erinnert, dass ihr mal zuhört, wie spielt jemand, wie klingt das, dann werdet ihr, wenn ihr dann vielleicht darauf bewusst mal hört, auch merken, dass es Unterschiede in der Artikulation geben muss, sonst klingt es nicht gut. Ob ein Ton scharf klingt, prägnant, auffallend und irgendwie wichtig, das kann man sehr beeinflussen mit einer scharfen Artikulation, also mit einer härteren Artikulation, eher mit einem Tü statt mit einem Dü. Selbst wenn ihr dann die Lautstärke nicht ändert, also ein und denselben Ton blast einmal mit Dü und einmal mit Tü mit derselben Luftmenge und derselben Mundstellung, dann wirkt der mit dem Tü trotzdem lauter und er wirkt anders. Er hat einen anderen Charakter. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen ja einen schönen Klang haben, dass nicht alles gleich klingt, dass es abwechslungsreich ist, dass man es gerne hört. Wenn ihr einen weicheren, lyrischeren, vielleicht unauffälligeren Klang an bestimmten Stellen haben möchtet, dann macht ihr vielleicht eher ein Dü oder noch eine weichere Artikulation oder ihr baut Bindungen ein. Und es ist eben wichtig, das ständig abzuwechseln. Also jemand, der nur mit Dü oder mit Tü spielt, das wird euch nicht gefallen. Durch die Artikulation sprichst du sozusagen durch die Blockflöte und mach dir dann vorher klar, was möchtest du dem Zuhörer an dieser Stelle in deinem Stück sagen. Punkt 9 möchte ich euch ans Herz legen. Als Tipp, spielt auswendig, um euren Klang zu verschönern. Und jetzt keinen Schrecken bekommen, bitte. Ich weiß, dass das für viele Spielerinnen und Spieler ein großes Ding ist, den manche gerne besser können oder wissen, wie sie es hinbekommen. Hier geht es aber jetzt gar nicht darum, dass ihr ein ganzes Stück auswendig spielt, vielleicht nicht mal eine ganze Passage davon, sondern tatsächlich dieses einfache, den einzelnen Ton gestalten. Und da würde ich mal eine ganz simple Tonfolge machen von nur C, D, E, F, G zum Beispiel oder wirklich ein kleines Stück aus eurem Stück, das ihr spielt, sodass ihr überhaupt keinen Stress habt, welche Töne das sind. Es gibt dazu auch Techniken, wie man das noch besser trainieren kann, das auswendig spielen. Das mache ich ein anderes Mal für euch. Aber es geht jetzt darum, ihr wollt ja, dass es insgesamt schöner klingt, wenn ihr in die Blockflöte blast. Dass ihr anfangt zu spielen und ihr denkt, ja, so will ich, dass es klingt. Warum jetzt auswendig? Ihr könnt euch dann viel besser selber zuhören, weil ihr nicht abgelenkt seid durch eure Augen, durch das Gucken auf die Noten
Und dieses schlimme Denken immer, dass man denkt, ich kann das noch nicht, es ist nicht schnell genug, das müsste eigentlich so und so, was auch immer. Und wenn ihr auswendig spielt, habt ihr das alles nicht. Jedenfalls, wenn ihr so eine einfache Passage nehmt. Dann könnt ihr euch über die Ohren ganz anders konzentrieren und euch selbst viel besser zuhören. Und das müsst ihr ja, um erstmal zu hören, wie klingt denn mein Klang und was gefällt mir nicht. Es bringt auch viel mehr Bewusstheit im Fühlen. Wenn ich nicht in die Noten gucke, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich fühlen kann. Sind meine Finger locker? Sitzt mein Atem gut? Stehe ich eigentlich noch gut? Und wie klingt es? Also bin ich sozusagen mit meiner Blockflöte im Einklang. So, dann kommen wir zum letzten Punkt und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass die Terminologie so ein bisschen ähnlich ist, wenn man einen Klang beschreiben will. Das ist so ein bisschen, als ob man Leute hört, die bei einer Weinprobe sind. Also Dinge wie voll und rund, scharf, silbrig, ich weiß nicht. Also gut, ein silbriger Wein, das gibt es glaube ich jetzt nicht, aber ja, vielleicht fallen euch da noch mehr Sachen ein, könnt ihr mir ja schreiben in die Kommentare, wie man den Klang beschreiben kann. Also da könnt ihr unendlich kreativ sein. So, jetzt aber Punkt 10, nehmt euch selbst auf, macht euch eine Aufnahme von eurem Spiel. Und auch hier wieder bitte nicht erschrecken. Es geht nicht darum, dass ihr euer ganzes Stück aufnehmt, es geht auch nicht darum, dass es perfekt gespielt ist, sondern ihr spielt am besten eine kurze Passage und ihr spielt die mal drauf. Meinetwegen spielt ihr 3-4 Mal dasselbe nacheinander und dann hört ihr euch das an. Und dann geht ihr auf dieselbe Weise daran, wie an diese Aufnahme, ganz zu Anfang, Punkt 1, von CDs, von YouTube oder im Konzert und schreibt euch einfach mal auf, was höre ich, was den Klang angeht natürlich. Also nicht die Fehler, die ihr hört, sondern konzentriert euch wieder nur auf den Klang und seht es als Lernprozess. Das soll nicht perfekt klingen auf der Aufnahme, sondern ihr wollt ja das analysieren. Ihr wollt rauskriegen, schreibt euch auf, was gefällt mir nicht. Und dann könnt ihr anhand dieser vorherigen 9 Punkte vielleicht dahinter kommen. Woran könnte es liegen? Was könnte ich verbessern? Ja, das waren meine 10 Tipps für heute zu schönerem Klang. Natürlich kann man jeden dieser Punkte noch total ausweiten und ich probiere das ja auch schon in meinen anderen Videos. Es kann auch sein, dass jetzt nochmal Fragen bei euch aufgekommen sind durch diese Punkte, die ich heute genannt habe. Dann schreibt mir bitte, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bin ich glücklich über einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ja, und ich habe dieses Video ja heute eigentlich genau jetzt gemacht, weil ich in meinem Newsletter eine Umfrage gestartet hatte, über welche Themen die Newsletter-Abonnenten am meisten interessieren. Und da war Klang, Atmung und Tongebung an allererster Stelle. Deshalb dachte ich, ich muss jetzt einfach diese 10 Punkte heute mal für euch auf die Reihe setzen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!